Wir haben einen neuen Standort und sind jetzt endlich auch in NRW vertreten. Deswegen möchte ich euch heute das neue Mitglied der Autolack-Familie und unseren neuen Partner Robert vorstellen. Herzlich willkommen. Danke. Schön, dass du an Bord bist. Freue mich. Wir kommen gerade frisch vom Notar. Alles jetzt in trockenen Tüchern, ist besiegelt. Es geht los. Bevor ihr weitere Infos bekommt, Robert, stell dich doch mal kurz vor, falls sich jemand nicht kennt. Mein Name ist Robert Schmitz. Ich habe bis jetzt den Betrieb RS Polierstudio betrieben im Nebengewerbe und möchte jetzt Vollgas geben und bin froh, dass ich mit euch jetzt die Autolack-Affen Euskirchen vertreten darf. Vielleicht noch mal ein bisschen Background dazu. Der eine oder andere fragt sich ja vielleicht, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr jetzt einen neuen Standort eröffnet? Willst du vielleicht die Geschichte erzählen, wie sich das ergeben hat? Wir beide hatten ja schon einigen Kontakten, auch mit Mo. Und ich hatte euch immer als Support an meiner Seite von Anfang an. Es gab dann auf einmal die Möglichkeit, eine größere und eine schöne, neuere Halle mieten zu können. Ich wollte eure Meinung dazu einholen. Und dann kamen wir vom Hölzchen aufs Stöckchen und haben gesagt, warum machen wir es nicht zusammen? Unsere Arbeitsweisen sind relativ ähnlich. Also es gibt nicht viel, was wir verändern müssen, um Symbiosen zu schaffen. Und deswegen hat sich das dann so angeboten und bin sehr froh, dass es dann auch so geklappt hat. Ja, ging jetzt auch echt schnell. Wir zeigen euch übrigens mal ein paar Bilder von Roberts aktueller Halle, die ja dann bald der neuen sozusagen weicht. Du bringst ja schon fast alles mit, was wir so brauchen. Von daher, Robert, vielen Dank, dass du dabei bist. Herzlich willkommen nochmal in der Familie. Wir freuen uns sehr auf die Zukunft mit dir. Vielen Dank fürs Vertrauen. Schon mal viel Erfolg. Danke. Und neben dem großen Vertrauen, was wir beide miteinander haben, wie gesagt, wir kennen uns jetzt mittlerweile über ein Jahr, würde ich sagen. Wir haben auch viel Kontakt gehabt. Er war auch in Berlin zum Scheunenfund. Hat Robert eine Kompetenz oder bringt er eine Kompetenz mit, die wir gar nicht so haben? Das ist nämlich das unglaubliche Know-how in Sachen Wachs- und Lackversiegelung. Das ist ja so dein Steckenpferd. Da habe ich auch immer die Leute zu dir geschickt, wenn da Fragen waren. Von daher können wir uns da nicht nur unser Team erweitern, sondern auch zusätzliche Kompetenz erwerben. Da freuen wir uns natürlich auch drauf. Robert, hast du erstmal noch was zu sagen, bevor wir mal den Standortwechsel in die neue Halle zeigen? Ich freue mich erstmal dabei sein zu dürfen, dass ihr mir auch das Vertrauen schenkt, um dieses neue Projekt zu starten. Ich freue mich ab März voll selbstständig sein zu können und jetzt meinen aktuellen Job aufzugeben, um wirklich mit euch Gas geben zu können und auch für euch da sein zu können und auch jeden Tag Präsenz zu zeigen und das Bestmögliche aus allem rauszuholen. Kannst du vielleicht noch mal kurz umreißen, was so deine Hauptleistungen sein werden? Was möchtest du anbieten an unserem neuen Standort? Grundlegend natürlich das Detailing grundsätzlich, also die Lackdefektkorrektur, Beschichtung und Versiegelung, die wir halt dann auf den Kunden abstimmen, je nachdem, was er halt benötigt. Ne? Innenräume und Lederreparatur natürlich auch. Wir haben auch einen guten Lackierer hier als Partner, dass man halt auch zum Beispiel bei Leasingrückläufern oder bei größeren Macken dann zusammen alles in einem Paket schnüren könnte. Ich denke, dass das auf jeden Fall ein Vorteil ist. Auch ein bisschen einfacher für den Kunden sein wird, dass man halt mehr an einem Standort machen kann. Ja, auch das Thema Workshops werden wir natürlich bei dir angehen, weil natürlich in dem Raum hier auch viel Nachfrage ist. Also wir werden auch Workshops hier gemeinsam, du alleine mit uns zusammen anbieten. Zu deinem Background, du hast ja schon immer was mit Autos oder mit, sagen wir mal, Motorsport zu tun gehabt. Vielleicht erzählst du da nochmal ein, zwei Geschichten, dass die Leute vielleicht wissen, wo du so herkommst. Ich habe meine kaufmännische Ausbildung bei Honda gemacht und Citroën. Und wir hatten Honda Motorrad und Auto. Und bin dann direkt nach der Ausbildung von den zwei Schumacher-Brüdern, Michael und Ralf, angestellt worden. Vorher Michael, hinterher Ralf als Inhaber der Firma und habe dementsprechend auch die Söhne vom Schumacher betreut und habe dort, sind wir europaweit auf Rennen gefahren, haben dort bei uns in der Firma Handel gehabt, ne, mit den ganzen Materialien, weil wir da Generalimporteur waren. Und anschließend sind wir natürlich auch dann mit dem Rennteam halt quer durch Europa gefahren. Das heißt, es waren kaufmännische Sachen, es waren Mechanikerarbeiten. Und da hat man hinterher auch mehr geputzt, als man geschraubt hat, weil nur wer putzt, sieht kaputte Teile. Das war dann immer so das abendliche Ritual und auch durchs Autohaus damals. Ne, in einem kleinen Betrieb gelernt, man hat relativ schnell die Fahrzeuge mitgemacht, Spaß daran gefunden. Und ja, das Detailing ist quasi, seitdem ich mit dem Motorsport aufgehört habe, weil es halt auch viel Zeit in Anspruch genommen hat. Das Detailing quasi so das Ausweichmanöver gewesen, um diese Leidenschaft so ein bisschen fürs Detail und fürs Perfektionistische weiterhin ausüben zu können. Und da hat sich das Detailing halt in den letzten Jahren wirklich angeboten. Und seitdem bin ich da auch immer sehr gerne am Testen gewesen, weil man dann halt auch seine eigene Meinung bilden will, ne, über manche Produkte. Natürlich auch naheliegend das Ganze hier am Standort. Wir sind ja mehr oder weniger zwischen Köln und dem Nürburgring, ne, also eine sehr autoaffine Gegend. Alle genauen Adressen findet ihr auch unten in der Videobeschreibung oder auch auf unserer Website, wenn ihr die genauen Adressen haben wollt. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt zumindest von außen mal die neue Halle an. Alles Weitere kommt ja dann später. Bis gleich. So, wir haben mal eben die Location gewechselt. Leider können wir heute noch nicht in die neue Halle rein. Der Vermieter hat heute noch keine Zeit. Aber so viel gibt es da noch nicht zu sehen, außer das Gebäude von außen. Robert, erzähl doch mal ein paar Eckdaten zur Halle schon mal. Das ist unsere neue Halle.
vom neuen Autolack auf den Euskirchen-Stützpunkt. Wir haben einen Teil der Halle gemietet, das ist natürlich ein großer Komplex, ca. 95 Quadratmeter. Da nehmen wir euch auch in den nächsten Wochen mit und zeigen euch dann, wie wir die Halle gestalten werden und wie die Räumlichkeiten dann hinterher für euch von außen und von innen zu sehen sein werden. Das heißt, für alle, die den Fortschritt verfolgen wollen, Robert, sag doch vielleicht mal deinen neuen Instagram-Account, wo findet man die Stories und Reels von deiner neuen Halle? Ihr findet mich ab sofort in Instagram und in Facebook unter Autolack Affen Euskirchen. In diesem Sinne, Robert, nochmal herzlich willkommen. Wir sind sehr froh, dass du dabei bist und wir mit dir zusammen wachsen können. Und an der Stelle schon mal viel Glück für deinen neuen Standort und den Start in die Vollberuflichkeit. Und für euch, besucht den Robert gerne, schreibt uns Anfragen über unsere Seite, über unsere Hotline. Ab sofort auch ein Standort in NRW, sagen wir es mal so. Das heißt, ihr müsst nicht mehr ganz so weit fahren. Das heißt, wer da Interesse dran hat, ab Februar ist Robert hier vor Ort, baut auch die Halle um und kann sich schon Fahrzeuge angucken und Termine machen. Das geht dann ab März voll los. Und wir werden euch auch auf dem Laufenden halten für die Eröffnungsfeier. Da seid ihr natürlich alle herzlich eingeladen. Aber dazu gibt es ja nochmal ein separates Video, separate Infos. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Denkt dran, Roberts Kanäle zu abonnieren, um auch dort immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!